Assalamu alaikum, so sagt man hier Hallo. Wir sind jetzt im Oman gerade eingereist und es war echt einer der einfachsten Grenzübergänge überhaupt. Ne? Visa on Arrival, wir konnten uns da hinsetzen beim Zoll, haben währenddessen Tee bekommen und so. Ja, also mega nett. Wir sind sehr gespannt auf den Oman. Wir hoffen, ihr auch. Wir nehmen euch natürlich mit, während wir dieses für uns unbekannte Land entdecken. Und ich würde sagen, außer Yalla, was sowas heißt wie los geht's, let's go, bleibt nichts zu sagen übrig. Yalla! Yalla! Ja, der erste Eindruck, also hier ist einfach mal gar nichts, noch nicht mal irgendwelche Sanddünen oder so. Wir kommen ja gerade aus der Rub Al Khali, also wenn ihr das Video verpasst habt, schaut euch das an, die mega krasseste Sanddünenlandschaft. Und irgendwie hört das so an der Grenze auf, die Wüste. Und jetzt ist es einfach nur so Schotter, soweit man schauen kann. Also jetzt sind wir schon eine halbe Stunde gefahren. Es sieht immer noch genau gleich aus, alles ist leer. Und dafür haben wir jetzt ein Jahr Visum gekauft, um uns das hier anzugucken. So sahen die Fotos aber nicht aus in der Broschüre. So, auch wenn es heute eine ziemlich schnelle und einfache Grenze war, dauert das alles dann trotzdem immer ein bisschen. Wir mussten natürlich auch erst zur Grenze hinfahren, sind jetzt ein Stück von der Grenze weggefahren und übernachten jetzt hier einfach in diesem Nirgendwo. Die Sonne geht auch gleich unter. Genau, und dann reicht es auch für heute. Ja, und dann melden wir uns vielleicht einfach, wenn es irgendwie ein bisschen spannender ist. Weil hier ist wirklich gar nichts. Na dann, auf ein weiteres Land. Das wievielte ist es eigentlich? Aber eigentlich auch egal, ne? Völlig egal. Länder sind ja Länder fiktiv. zählen, genau. Und Länder zählen definiert ja nicht, wie viel man erlebt und was man sieht. Was machst du da überhaupt? Ich packe unsere Walnüsse, die wir übrigens alle irgendwo geschenkt bekommen haben. Also wir haben ja noch so ein Tütchen Walnüsse, die knacke ich jetzt endlich mal und tue die in die Dose, damit wir sie mal endlich essen. Hallo, hallo. Es sind nicht plötzlich ganz viele Bäume gewachsen, sondern wir sind ein kleines Stück weiter gefahren, aber es ist wirklich echt noch nicht so viel passiert oder es war einfach noch nicht so viel zu sehen. Wir waren in der Stadt eine SIM-Karte kaufen, wovon wir euch gleich noch ein bisschen was Lustiges erzählen. Und uns ist übrigens aufgefallen, der Oman ist ganz schön groß, also ist fast so groß wie Deutschland, aber super dünn besiedelt. Also hier wohnen echt nur so irgendwie 5 Millionen Menschen und das auf so einer riesen Fläche. Also es gibt echt viel leere Wüste. Ja, und erstmal müssen wir uns daran gewöhnen, dass das Internet wieder richtig teuer ist, weil im Iran war es noch so, für 1 Euro hat man 10 Gigabyte bekommen und hier haben wir jetzt für 12 Gigabyte 25 Euro bezahlt, also pro Gigabyte fast 2 Euro. Und dann ist ganz lustig, weil hier gibt es ja auch viele Arbeiter aus anderen Ländern und man kann ganz gut hier sehen, aus welchen Ländern die alle kommen. Bei diesem Angebot, wo man dann hintelefonieren kann, weil da hat man ein paar Gigabyte, SMS und Freiminuten. Und wo gehen die Freiminuten hin? In den Oman, Indien, Bangladesch und Pakistan. Und wir waren kurz in der Shopping Mall, wo es dann ein Kino gab und die Hälfte der Filme, das waren alles so Bollywood-Movie, auch auf Hindi, auf Tamil und so. Also es echt hat schon hier ganz schön viel Einfluss genommen, die Menschen, die jetzt hier auch schon länger leben. Das sind auch 50% der Menschen. Naja, Das ist mindestens schon die viel. Hälfte kommt wohl aus dem Ausland. Das ist echt bei allen Golfstaaten hier so. Okay, ihr Lieben, wir haben es nach Muscat geschafft. Das ist die Hauptstadt des Omans und haben ja einen richtig tollen Stellplatz gefunden, direkt am Meer. Wuhu! Bisschen windig! You let me out.
Assalamu alaikum, wir haben es zu unserem ersten Wadi im Oman geschafft. Wadis sind hier wie so Schluchten, die sind überall im Land verteilt. Uns war schon klar, dass unser Auto vielleicht nicht alle Wege schafft und wir hatten eh vor, nach dem ganzen Fahren in der Wüste und so uns mehr zu bewegen. Deswegen haben wir Sachen gepackt und wandern jetzt mal diesen Wadi weiter entlang. Sieht auf jeden Fall schon mal richtig schön aus. Ja, ehrlich gesagt haben wir uns vom Muscat noch gar nicht so viel angeschaut. Es war jetzt auch nicht so krass neu oder irgendwie so viel zu sehen, aber wir werden uns noch ein paar Dinge anschauen und euch das auch noch zeigen. Aber wir müssen uns irgendwie gefühlt erstmal so einen Überblick von dem Land ein bisschen machen. Vieles ist so ein bisschen ähnlich, wie wir es schon woanders gesehen haben. Und deshalb müssen wir irgendwie erstmal schauen, was jetzt spannend ist, was wir euch zeigen können, was wir uns angucken können. Mein Kopf ist gefühlt auch noch gar nicht hier im Oman angekommen, weil wir ja gerade erst in Saudi-Arabien waren und ich mich erst angefangen habe mit Saudi-Arabien zu beschäftigen. Und jetzt ist es irgendwie total schwer, woanders anzukommen und sich damit wieder zu beschäftigen. Und das ist ja auch ein Grund, weswegen wir sonst immer langsam reisen und uns sehr viel Zeit für die ganzen Länder lassen, die wir bereisen. Wir haben auf jeden Fall auch noch mal vor, viel länger in Saudi-Arabien zu sein, aber aus logistischen Visa, Jahreszeitengründen und so weiter macht es gerade einfach Sinn für uns, erstmal den Oman zu entdecken. Bisher muss ich auch zugeben, dass nichts im Oman, wie Mariano es auch schon so angedeutet hat, so mega krass neu für uns ist, sondern ich habe echt ein bisschen das Gefühl, das ist so wie Spanien und so, mit ein bisschen mehr islamischem Einfluss natürlich, aber diese Täler und Wadis und das Meer und die Strände, das ist jetzt bisher noch nicht so, dass ich denke, boah krass, sowas habe ich noch nie gesehen. Aber jetzt laufen wir mal hier entlang. Ich habe so ein Nummernschild gefunden. Dann können wir es dran machen, dann sehen wir aus wie Einheimische. Wir oder unser Auto? Ja, und hier an dieser Steigung wären wir wahrscheinlich eh nicht so gut hochgekommen, vielleicht mit ein bisschen Schwung. Aber ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass jetzt die arabische Halbinsel ist so das erste Mal, dass wir echt so ziemlich oft an unser Limit kommen mit unserem Auto. Sonst haben wir irgendwie nie so wirklich Allrad gebraucht oder sind auch nie wirklich irgendwo stecken geblieben. Aber in Saudi-Arabien war es ja schon so rechts und links, war ziemlich schnell immer überall voll der weiche Sand und so, wo wir nicht langfahren können. Hier diese Wadis, da sind so steile Straßen, man muss zum Teil durch Flüsse fahren oder es ist sehr matschig und so. Also wer irgendwie so ein Allradfahrzeug hat, der sollte hier auf die arabische Halbinsel kommen. Da gibt es viel Spaß dafür, aber sonst braucht man das eigentlich nicht, aus unserer Erfahrung. Aber wie schon des Öfteren erwähnt, haben wir ja auch kein Problem damit, dann stattdessen ein bisschen mehr zu laufen, wie wir es jetzt tun. Und sind auch der Meinung, dass man mit Autos und so nicht überall hinfahren muss. So, das hat ja auch einen Einfluss auf die Natur und so. Und ja, Bewegung ist auf jeden Fall auch gut. Das kommt nämlich gerne beim zu vielen Autofahren auch zu kurz. Der Oman ist übrigens ein Land, was schon lange viel Tourismus hat und gerade auch in den letzten Jahren da noch mal mehr Tourismus hinzugekommen ist, glaube ich. Also auch, weil Leute jetzt ein Saudi-Arabien-Visum bekommen. Das heißt, wir können ja halt auch mit unserem Auto hinfahren, da sind wir auch nicht die Einzigen. Aber man sieht auch schon oft hier jetzt wieder hinten Leute, die einen Fahrer haben, ein Auto mieten und dann hier halt für ein paar Wochen unterwegs sind und dann wieder nach Hause fliegen. Okay, wir haben den Endpunkt unserer heutigen Wanderung erreicht. An so einem kleinen, aber ganz schönen Wasserfall, wo hier halt dann das Wasser den Weg entlang geht, den wir gekommen sind und von wo aus man jetzt hier nochmal so einen ganz guten Blick hat, diese Schlucht runter. Hey, ich schwimme in einem Wadi. Okay, alle, die schon mal einen Reiseführer gelesen haben für den Oman, da steht überall immer aufpassen in den Wadis, wenn es regnet, weil das sind halt so Täler und wenn es dann drumherum sind Berge und dann können schnell so Fluten kommen. Und jetzt hat es irgendwie eine halbe Stunde ziemlich doll geregnet.
Es hört zwischendurch immer auf und dann wird es wieder mehr. Aber wir fahren jetzt lieber ein Stück hier raus oder irgendwo höher. Weil, keine Ahnung. Und nicht, dass es auch zu matschig wird. Notfallplan hier. Und wir sind übrigens hier so 10 Kilometer Schotterstraße reingefahren. Und wir haben zwischendurch schon gesehen, wenn die Erde so nass wird, dann ist sie richtig matschig. Und dann kommen wir hier nicht mehr raus. Wir waren an einem ziemlich tiefen Punkt, haben wir geparkt, in so einem Tal. Dachten, da können wir gut schlafen, aber naja, besser nicht. Okay, der sicherste Platz, den wir jetzt hier gefunden haben, ist unter dieser Autobahnbrücke. Zugegeben, man hört natürlich, wenn da ein Auto rüberfährt, man hört den Regen und so. Aber ich glaube, hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie so Massen an Erde und so weiter runterkommen, nicht so groß. Und es ist natürlich leiser, als wenn wir ganz im Regen stehen würden. Es ist noch früh am Morgen, aber wir sind fit und ready, weil die Nacht hier eigentlich echt besser war, als ich erwartet hätte, ehrlich gesagt. Und jetzt geht's zur nächsten Attraktion, einem sogenannten Sinkhole. Mariano musste sich noch kurz umziehen und eine lange Hose anziehen und ich habe mir auch einen längeren Rock jetzt wieder angezogen, weil es schon so ist, dass der Oman natürlich voll das Touri-Land ist und hier viele westliche Touris hinkommen, aber dann überall Schilder zu finden sind, dass man sich bitte ein bisschen bedeckter kleidet, weil es halt immer noch ein muslimisches Land ist. Und ja, wenn viele Touris hier hinkommen, die vielleicht daran nicht so gewöhnt sind, dann werden halt Schilder aufgestellt. Im Iran oder so waren da jetzt keine Schilder, sondern man weiß das halt irgendwie. Aber hier fühlt sich das halt teilweise echt so ein bisschen wie Spanien und Urlaub an. Das ist gut, dass man dann ein bisschen daran erinnert wird. 5 Minuten später sind wir jetzt beim Sinkhole angekommen. Mariano geht jetzt mal schwimmen. Mir ist dann auch zu früh. Aber ja, sieht ganz gut aus und noch sind hier keine Touriströme. Man kann hier richtig tief tauchen und wenn man irgendwie 60 Meter tief taucht, dann kann man dann zum Meer irgendwie rüber. Also irgendwie ist das mit dem Meer verbunden, aber Grundwasser mischt sich auch noch da rein, deswegen ist es wohl nicht ganz so salzig. Ja, aber sieht, glaube ich, ganz gut aus. Uhu. So, nächste Attraktion. Wir sind hier an einem Gazellenreservoir. Wir haben auch jetzt schon Gazellen in der Ferne gesehen. Wir gucken mal mit der Drohne und versuchen näher ranzukommen. Toll, da haben wir jetzt die Gazellen hier gesehen. Mensch, heute haken wir alle Touri-Sachen hier ab. Die sind ein bisschen scheu, deswegen konnten wir jetzt nicht so nah ranlaufen. Aber mit der Drohne haben wir ein paar coole Bilder, aber wir wollten jetzt auch nicht zu sehr stören. Die haben vielleicht ein bisschen Angst davor. Deswegen fahren wir jetzt gleich weiter. Und voll lustig zu sehen, wir sind hier eben so am Meer lang gefahren und echt alle 100 Meter überall campen hier die Leute, zelten, stehen mit ihrem Wohnmobil. Das, was wir ja gesagt haben, das ist hier einfach völlig normal und alle machen das und so. Und nee, man muss hier nichts bezahlen, man kann sich einfach hier ans Meer stellen. Fertig. So, kurzer Stopp bei einer Moschee und irgendwelchen Toiletten zum Wasser auffüllen. Voll praktisch, überall gibt es immer so Wasserspender zum Trinken. Oder halt bei einer Moschee, wenn man beten geht, dann muss man sich ja vorher waschen. Deswegen gibt es immer hier so, wo man sich so die Füße wäscht und alles. Und da kann man natürlich auch immer Wasser auffüllen. Und wir wollen auch die Gelegenheit nutzen, um zu duschen, aber ist auch kaltes Wasser und sieht nicht so einladend aus. Highlight ist, dass man hier im Wasser Schildkröten sehen kann und die tauchen immer so auf, atmen kurz, schwimmen ein bisschen und sind dann ganz schnell wieder weg. Aber ich konnte ja ein paar Aufnahmen für euch machen zum Glück.
Ja, toll, wir haben ein Haus am Meer. Wir haben uns heute extra den Wecker für den Sonnenaufgang gestellt und wissen das natürlich sehr zu schätzen, dass wir mit unserem Auto und zu Hause parken können. Immer da, wo wir gerade wollen. Manchmal in der Wüste, jetzt gerade am Strand. Oder an der Klippe. Nach ein paar entspannten Tagen hier am Meer fahren wir heute zurück in die Hauptstadt nach Muscat. Werden uns das auch noch mal ein bisschen mehr anschauen und euch auch ein bisschen mehr zeigen. Aber ja, das war jetzt so unsere erste Woche im Oman. Ehrlich gesagt war es jetzt noch nicht so spannend, aber irgendwie die Landschaft kennen wir irgendwie. Und auch die Hauptstadt war jetzt nicht so, wow, krasse Stadt und so. Aber vielleicht müssen wir jetzt auch irgendwie erstmal noch alles ein bisschen finden. Ja, wir reisen ja nicht, um irgendwelche bestimmte Landschaft anzugucken meistens, weil viele Dinge wie das Meer gibt es halt auch woanders, wo es ähnlich aussieht, sondern wir reisen ja vor allem, um ein bisschen einen Einblick in das Leben auf dieser Welt, in verschiedenen Regionen der Welt kennenzulernen. Das ist jetzt diese Woche noch nicht so passiert. Der Oman ist ja wie gesagt auch ein sehr touristisches Land, das heißt viele Mietautos mit Touris fahren hier halt rum und so weiter. Naja, vielleicht lernen wir nächste Woche ein paar Locals kennen, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Oder andere Reisende. Genau, auch okay. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Assalamu alaikum und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Und in der nächsten Folge, ich klopfe an ein Van. Laura setzt sich eine Taucherbrille auf. Und 2 Hunde sitzen auf einem Paddleboard. Das und mehr dann aber nächste Woche. Also bis dahin.